Immer noch emotional sehr betroffen, dass ich die Einheit Deutschlands erleben durfte. Herzlich willkommen bei Schulwissen to go. Mein Name ist Herr Müller. Heute das erste Mal in Farbe live dabei. Wir haben ein neues Format, das heißt Herr Müller trifft. Es ist ein Zeitzeugenformat, wo wir zum ersten Mal tatsächlich Menschen wirklich interviewen, wie sie die Vergangenheit wahrgenommen haben. Ich habe in den letzten Monaten viele Videos, viele Shorts über das Leben in der DDR, aber auch über Grenzorte oder Fluchten aus der DDR veröffentlicht. Ich bin da tatsächlich eher mal ein bisschen kritisch gewesen natürlich und ich wollte zum ersten Mal eigentlich mal wirklich die Leute, die zu dieser Zeit tatsächlich gelebt haben, einmal hören, wie sie dort diese Zeit empfunden haben, was sie erlebt haben und wie sie natürlich das System der DDR tatsächlich wahrgenommen haben. Ja, dann starten wir mit meinem ersten Gast, Herr Müller trifft, und zwar seine Mama Silvia Müller. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Du bist passend gekleidet in Rot. Das trifft das Thema auf jeden Fall sehr gut. Genau, vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen, wann du geboren bist, wo du in der DDR gelebt hast. Ja, mein Name ist Silvia Müller. Ich bin 62 in Karl-Marx-Stadt geboren, habe dann einen Teil meiner Kindheit in Erfurt verbracht und bin dann seit 1972 nach Potsdam-Babelsberg gezogen und habe dort bis zu meinem Studium in Magdeburg gelebt. Karl-Marx-Stadt für die Jüngeren ist ja heute Chemnitz. Genau. Das wurde irgendwann oder wurde nach der Wende wieder umbenannt. Nach dem Krieg, vor dem Krieg hieß es auch Chemnitz, nach dem Krieg wurde es nach dem großen Philosophen Karl Marx benannt und nach der Wende dann wieder zurückbenannt in Chemnitz. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie war deine Schullaufbahn? Wo bist du zur Schule gegangen? Ja, ich bin 1969 in Erfurt eingeschult worden, in die sogenannte POS. Das ist die Polytechnische Oberschule, nannte sich das. Bin dann, ja, wie gesagt, 1972 nach Potsdam-Babelsberg gezogen und dort weiterhin auf die POS dort in Potsdam gegangen und habe danach dann ein sogenanntes Fachschulstudium begonnen an der Medizinischen Akademie Magdeburg, ja, in der medizinischen Fachrichtung Funktionsdiagnostik. Wie würdest du deinen Schulalltag in der DDR beschreiben? Anfängliche Schulzeit war, ja, mit 6 Jahren bin ich eingeschult worden. Da ist man jeden Morgen halt zur Schule gelaufen, alleine, und hat sich da getroffen auf dem Schulhof, beziehungsweise hat dann auf dem Weg zum Schulhof Freunde getroffen und ist dann gemeinsam zur Schule gegangen. Und ja, dann hat irgendwann die Schulglocke geläutet und dann begann der Unterricht. Ich hatte auch in einem Video mal erwähnt, dass es halt Fahnenappelle regelmäßig gab. Die waren einmal in der Woche oder jeden Tag. In der Grundschule hatten wir das in Erfurt gar nicht. Ja. Es gab dann später in Potsdam, Babelsberg schon auch Fahnenappelle, ob man das ja als Fahnenappelle bezeichnen kann, beziehungsweise gab es, die Schüler haben sich zumindest der Oberstufe auf dem Schulhof versammelt und dort wurden bestimmte Ansagen gemacht. Klassen 8 bis 10 haben Schulausflüge, 7 bis 8 machen dieses und jenes, bestimmte Aufräumaktionen oder Schulgartenaktionen oder so. Also es war mehr informell. Also so habe ich das zumindest empfunden. Und mehr schulorganisatorisch. Schulorganisatorisch, Ja. genau, und gar nicht so politisch geprägt, wie man das heute oder wie man das vielleicht von anderen hört und in anderen Schulen vielleicht auch gängig war. Ja. Genau. Hast du eine Ausbildung oder ein Studium gemacht? Genau, ein Fachschulstudium nannte sich das, wahrscheinlich heute mit dem Bachelor zu vergleichen. Und das war auch dein Berufswunsch von Anfang an? Natürlich selber ausgesucht? Das habe ich mir dann selbst ausgesucht, aber ursprünglich wollte ich eigentlich Veterinärmedizin studieren, hatte aus bestimmten Gründen nicht funktioniert, nicht geklappt, aber Funktionsdiagnostik war dann tatsächlich Studium meiner Wahl. Warum hat das nicht geklappt? Später. Also ich bin nicht auf die EOS gekommen, weil ich keinen Durchschnitt von 1,0 hatte. EOS war die erweiterte Oberschule. Da kamen 1 oder 2 Schüler, also die beste oder die beiden besten Schüler aus der Klasse, die durften nach Abschluss der 10. Klasse dort hingehen und das Abitur machen. Aber man brauchte einen Durchschnitt von 1,0, sodass ich erst einmal dieses Fachschulstudium gemacht habe und dann das Abitur an der Abendschule nachholen wollte.
Würde ich gerne über deinen Alltag sonst ein bisschen in der DDR sprechen wollen. Du hast gemeint, du hast in Erfurt gelebt, Babelsberg. Wo genau hast du da gewohnt? War das alles Plattenbau oder auch Altbau oder wo genau? Also in Erfurt habe ich in Erfurt Süd gewohnt, direkt am Steigerwald. Das waren ganz alte barocke Häuser. Genau, das war richtig Altbau mit, wir hatten sogar noch unten eine sogenannte Aufwartsfrau, die dann verwitwet war, soweit ich mich erinnern kann, wo ich halt jeden Monat die Miete auch hingebracht habe. Das Geld Sie sozusagen. war quasi die Vermieterin Sie war die, oder? genau, sie war Okay. die sogenannte Aufwartfrau. Also sie war die, ja, ob sie, das weiß ich gar nicht. Als Kind hat man das gar nicht so wahrgenommen, ob sie das Geld dann dem eigentlichen Eigentümer gegeben hat und sie halt das nur eingesammelt hat und dafür gesorgt hat, dass eben Okay. Reinigungskräfte und Handwerker kommen. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil ich Sie ja war quasi ja vielleicht ein Mittelsmann oder möglich oder die. ihr hat das Haus gehört. Das kann Oh, das auch, weißt du nicht mehr. nein, das Okay. weiß ich nicht mehr, weil ich ja mit 9 Jahren dann schon nach Potsdam-Babelsberg gezogen bin. Genau. Mhm. Also ich weiß nur, dass ich da, wie gesagt, einmal im Monat hingegangen bin, das Geld hingebracht habe, die Miete hingebracht habe. Dann wurde ich mit Süßigkeiten vollgestopft und sie hatte einen kleinen Kanarienvogel, also wie man das so aus manchen Filmen kennt. Mit dem durfte ich dann so ein bisschen spielen und ja, Und dann in Babelsberg mit 9 Jahren. da sind wir in die Stubenrauchstraße gezogen. Das war dann schon Grenzgebiet. Und das war auch ein altes Gebäude, wo, wie ich später erfahren habe, dann auch große, also Nazi-Größen oder SS-Größen gewohnt haben, mit Vorgärten, mit Gärten hinterm Haus. Das war so eine 6 Familien- oder 6 Parteien-Haus, war das über 3 Etagen. Große Räume, schöne Räume. Und die Bauten, waren die quasi noch alle intakt oder wie waren die viel beschädigt aus dem Krieg noch oder Die waren aus dem Krieg gar nicht schon beschädigt repariert alles? dort. Das weiß ich gar nicht, ob da, also Potsdam Innenstadt ist ja bombardiert worden, aber ich glaube, Potsdam-Babelsberg hat gar nicht so viel abbekommen. Das, also auf dem neuesten Stand war es nicht. Da ist eine ganz alte Zentralheizung eigentlich drin gewesen, aber da wurden dann irgendwann Öfen eingebaut. Also wir hatten Kohleheizung Mhm. in den, in dieser Wohnung oder in diesen Wohnungen, wo ich da gewohnt habe, genau. Und während des Studiums bist du dann ins Internat. Wie alt warst du dann dort? Da war ich 17, 18 Jahre alt, nach Magdeburg und dort in ein Internat. Genau. Und das war dann Das Plattenbau? war Sicherlich. Plattenbau. Okay. Richtig. Ja, wie hast du deine Freizeit verbracht? Also als Kind in Erfurt, da war man ja noch relativ klein, also wie gesagt 6 bis 9 Jahre alt. Meistens die Freizeit mit den Eltern und Geschwistern, beziehungsweise auch mal draußen gespielt mit Freundinnen. Mhm. Genau, aber eher familiär in der Zeit noch. Wir waren viel wandern im Steigerwald, Pilze sammeln, Blaubeer sammeln. In Erfurt gab es immer einmal im Jahr im Sommer die IGA, die internationale Gartenbauausstellung. Da sind wir Mhm. regelmäßig hingegangen. Genau, ganze Familie hat sich fein gemacht, schick gemacht und dann auf dieses riesige IGA-Gelände gegangen, haben da die ganzen Blumen bestaunt. Dann gab es aber auch schöne Spielplätze, wo wir spielen konnten. Dann war auch immer eine sogenannter Presseball. Da hat also die dort ansässige Zeitung Konzerte veranstaltet, also Blasmusikkonzerte oder Mhm. Schlagerkonzerte mit einer großen Freilichtbühne, wo man dann halt hingehen konnte und zuhören konnte oder wie auch immer. Also dann in der Zeit, wo die IGA stattfand, fast jedes Wochenende waren wir dann dort unterwegs. Inwiefern haben Jugendorganisationen in deinem Leben eine Rolle gespielt? Ja, ich war von Anfang an Jungpionier. Den Ausweis habe ich ja auch immer noch. Die Nachmittage waren deklariert als Pioniernachmittage, aber habe ich persönlich auch nicht so empfunden, weil wir dann meistens entweder musiziert haben, gesungen haben. Ich habe auch noch Fotos aus dem Hort. Also bei uns gab es ja nach der Schule war der Hort, dann Mhm. war man betreut bis nachmittags. Dort hatten wir auch noch so sogenannte Trachten an, also Thüringer Dirndl und die Jungs halt die Lederhose. Im Sommer sind wir ins Bad, ins Freiluftbad gegangen. Also wir haben viele Freizeitaktivitäten gemacht, aber ich habe da jetzt nie ich habe kein Halstuch getragen, Okay. also in der Erfurter Zeit zumindest, ne? Also auch Lederhosen waren in der DDR Ja, normal, Thüringer normales. Leder, also Achso, okay. Thüringer, das ist ja
Steigerwald und Erzgebirge und so, die hatten ja auch alle Trachten. Das war jetzt nicht so gängig wie vielleicht in Bayern. Aber das gab so Nachmittage, dass wir halt unsere Dirndl und Trachten, also und Lederhose auch mal angezogen haben. Und wir haben viel gesungen, sind viel gewandert, eher solche Aktivitäten. Aber später bist du ja auch in die FDJ eingetreten, in die Freie Deutsche Genau, Jugend. das war dann wurde man irgendwann Themenpionier und Also erst Jungpionier, Themenpionier und Und dann dann Freie Deutsche Jugend. FDJler, genau. Das war dann schon in Potsdam, ich glaube ab 7. Klasse. Oh Gott, ja, 7. oder 8. Klasse vor der Jugendweihe auf jeden Fall wurde man dann eben FDJler. Und war das, dass du automatisch quasi FDJler geworden bist oder eher, weil das deine Freunde gemacht haben oder hattest du eine andere Motivation, dort einzutreten? Ne, ich bin das mehr oder weniger automatisch geworden, genau, weil, bei uns gehörte das, in der Klasse, soweit ich mich erinnern kann, einfach zum normalen Schulalltag dazu. Ich weiß aber heute, dass es durchaus zum Beispiel christliche Familien gab oder so, wo die Kinder und Jugendlichen das nicht wollten und dann sicherlich auch Probleme hatten, aber ich persönlich habe darin keinen Zwang empfunden oder das war mir auch nicht zuwider irgendwie oder so. Ja, ich habe das gemacht, weil das bei uns alle gemacht haben und ja, weil wir 'ne Gemeinschaft waren irgendwo. Mhm. Und vielleicht, weil bei uns auch wenig Druck ausgeübt worden ist oder ich das nicht so empfunden habe, sagen wir persönlich. Hier als Kind, Jugendlicher oder auch als Studentin Urlaub aus? Als Kind und auch als, na, ich sage mal, bis 13, 14 Jahren, bin ich mit den Eltern entweder, an die Ostsee gefahren oder in den Harz oder Erzgebirge. In Erfurt kann ich mich erinnern, auch als Kind sind wir dann Ski gefahren im Sportunterricht. Mhm. Da lag ja immer viel Schnee in Thüringen und es gab auch kleinere Berge, wo man dann gut üben konnte. Hattest du irgendwann mal einen Wunsch, in den Westen, ins Ausland irgendwie mal zu gehen? Als ich dann in Magdeburg Studentin war, hatte ich ja, also ich denke mal, wie die meisten Studenten, wenig Geld und bin dann mit einer Freundin getrennt. Erst nach Polen, dann in die damalige Tschechoslowakei, dann Ungarn, dann Bulgarien. Und da ist auf jeden Fall dann dieser Wunsch aufgekommen, weil man ja viele Menschen, also viele Studenten, junge Leute getroffen hat aus aller Welt. Mhm. Gerade in Ungarn, in Budapest. Das war ja so ein Treffpunkt, Margareteninsel. Da war es dann schon sehr, sehr komisch, dass wir halt bis zur bulgarischen Grenze, bulgarisch-griechische Grenze trampen konnten und die anderen sind weitergezogen und wir durften das dann eben nicht. Trampen nochmal für unsere jüngeren Zuschauer vielleicht ist eigentlich, man steht an der Straße und hält einen Daumen raus und hofft, Richtig, dass einer jemanden mitnimmt. genau. Mit dem Zug, manchmal sind wir auch mit dem Zug gefahren, also zumindest auf der Hintour. Also wir haben uns dann immer die ganzen Semesterferien vorgenommen, das zu bereisen, was wir bereisen durften. Mhm. Auf der Rücktour war es schwierig, mit dem Zug zu fahren, weil man ja meistens dann Schallplatten irgendwo eingekauft hatte, die man in der DDR zum Beispiel nicht bekommen hat und die musste man ja dann irgendwie in die DDR schmuggeln und da wäre es im Zug schwieriger geworden, weil der Zoll. Reden wir von Schallplatten, also westliche Musik oder trotzdem eigentlich noch östliche Musik, die man im Ausland bekommen hat, aber trotzdem nicht in die DDR bringen durfte? Schallplatten, Oder was für Musik war das? also jeder hat ja verschiedenen Geschmack gehabt, aber bei mir waren die ersten Platten Rolling Stones, Beatles, Also westlich. Led Zeppelin, Okay. englische, amerikanische Ja, Musik. okay. Genau, Was glaubst du, was hätte der Zoll gemacht, wenn sie die Schallplatten gefunden hätten? weggenommen. Weggenommen. Ja. Oh, und vielleicht für sich behalten. Vielleicht, Weiß man nicht. Okay. weiß man nicht. Hast du auf deinen Reisen auch Studenten, Jugendliche aus dem sozialistischen Ausland getroffen? Auf jeden Fall. Und Viele. wie waren da so die Erfahrungen, Erlebnisse? Unwahrscheinlich interessant. Also gerade, ich kann mich erinnern, dass wir auf der Margareteninsel Nächte verbracht haben mit den verschiedensten Religionen, mit Menschen aus Indien, Israel, auch Palästina, Iran, Irak. Damals war der Iran-Irak-Konflikt ganz bedeutend. Also wie gesagt, aus aller Herren Länder junge Menschen getroffen haben und wirklich über Gott und die Welt diskutiert haben. In meinem Leben haben ja Religionen nie eine Rolle gespielt, weil ich in einem kommunistischen Haushalt aufgewachsen bin. Mein Großvater musste als 17-Jähriger in den Zweiten Weltkrieg und hat dort ganz, ganz furchtbare Erfahrungen gemacht. Und in diesem, sage ich mal, humanitären und pazifistischen Sinne bin ich erzogen worden. Und
dann war das natürlich klar, dass da Diskussionsgrundlage riesig war. Also ne, man sprach dann mit religiösen, also verschiedenen, ob Juden, ob Christen, ob Muslime. Und naja, dann vertrat ich halt immer die Meinung, dass die verschiedensten Religionen leider oft zu Kriegen geführt haben und Potenzial für militante Auseinandersetzungen ja bieten, obwohl letztendlich ja jede Religion eigentlich ursprünglich mal aus Liebe gegründet worden sind. Aber ja, das war wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant, aber alles friedlich und Woodstock-mäßig, sage ich mal, waren wir ja alle angehaucht. Musik hat uns verbunden. Die meisten Menschen waren dort wirklich auch antikriegsmäßig eingestellt. Der Vietnamkrieg war nicht weit weg und die Unterdrückung, die Apartheid war im vollen Gange immer noch. Und das war alles für uns Thema, wenn wir uns getroffen haben, mit Händen und Füßen und unserem schwächelnden Englisch, was wir konnten. Genau. Ja. Aber waren für dich so die außenpolitischen Themen eigentlich so Bestätigung für dein sozialistisch-kommunistisches Weltbild eigentlich? Damals ja, Ja. tatsächlich. Und du warst auch Anfang deiner Studienzeit überzeugte Kommunistin, Sozialistin? Absolut, Ja. absolut. Voll links orientiert, frei nach dem Motto, wirklich Schwerter zu Pflugscharen, also sehr, sehr antimilitärisch eingestellt, weil wir halt ja auch in der Schule absolut permanent konfrontiert worden sind mit dem Zweiten Weltkrieg. Das Zweite Weltkrieg war, der Erste und Zweite Weltkrieg war halt geschichtliches Hauptthema. In unserem Geschichtsunterricht muss man aus meiner jetzigen Perspektive so sagen. Und das Hauptcredo, was ich auch aus meinem Elternhaus habe, dass Krieg das Schlimmste ist, was die Menschheit sich antun kann. Und dagegen muss man immer vorgehen und kämpfen, dass möglichst der Frieden, also dass der Frieden das Wichtigste ist im Leben. Und so hatte ich das mal verstanden, dass der Kapitalismus irgendwo Ursprung für diese Kriege gewesen sein könnte. Naja, zumindest haben wir gelernt, oder zumindest war damals auch meine Überzeugung und ist es zum Teil heute noch, dass die Rüstungsindustrie ja doch daran sehr, sehr, sehr gut verdient, Waffen zu verkaufen. Und warum sollte man dann für Frieden eintreten? Mhm. Also man verdient mehr mit Kriegen in der ganzen Welt. Ja, aber dass die kommunistischen Länder, dass die Sowjetunion ebenfalls Wettrüsten oder sehr viel stark gerüstet hat und natürlich auch da Personen sich da auch selbst viel in die eigene Tasche gescheffelt haben, ist ja eigentlich auch bekannt. Ne? Also das Wettrüsten war ja auf beiden Systemen gleichmäßig. Ich denke mal, auf der einen Seite haben die Russen aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt. Und zwar haben sie ja damals den Nicht-Angriffspakt unterschrieben und sind dann überrollt worden. Also aus dieser Geschichte muss man ja, oder zumindest habe ich das damals so gesehen, haben sie gelernt. 20 Millionen Russen sind im Zweiten Weltkrieg gestorben. Da haben sie viel, viel zu spät reagieren können, weil die Rüstung da wohl eben nicht Nummer 1 war. Und ja. Ja, das große Thema können wir ja später Genau. einen anderen Punkt nochmal diskutieren. Nochmal zurück zu deiner Studienzeit. Gab es irgendwann einen Punkt, wo dein sozialistisch-kommunistisches Bild irgendwie angefangen hat, irgendwie so ein bisschen zu zerbrechen oder Lücken aufzuweisen oder wo du Sachen eher kritisch hinterfragt hast? Ich habe irgendwann angefangen, auch den Sozialismus kritisch zu hinterfragen, als ich halt in Magdeburg mit den verschiedensten Religionen in Kontakt gekommen bin. Eine gute Freundin von mir war zum Beispiel 7-Tage-Adventistin. Die brauchte auch am Samstag nicht am Unterricht teilnehmen. Das fand ich schon mal sehr tolerant, für DDR-Verhältnisse zumindest. Ich habe genau Menschen verschiedenster Religionen und auch verschiedenster Weltanschauungen kennengelernt. Gerade Bettina Wegner, oder in dem Kreis von Bettina Wegner, die in Magdeburg oft aufgetreten ist, kennengelernt, ihre Musik, und habe dann angefangen, unsere Diktatur damals zu hinterfragen. Deiner politischen Einstellung, sondern ein bisschen mehr zurück in die politischen Ereignisse. Seit 89, 90, wie hast du den Mauerfall mitbekommen? Ich habe ja 1988 ein Baby bekommen, also dich, und war dann ein Jahr aus dem Berufsalltag raus und habe das dann wirklich tatsächlich, also man konzentriert sich ja dann voll auf sein Baby, ist ja klar, habe aber schon längere Zeit gemerkt, dass es im Land brodelt und dass immer mehr Menschen mit der
Situationen wie mit Meinungsfreiheit und Menschenwürde umgegangen wurde, nicht mehr einverstanden waren und auf die Straßen gegangen sind. Auch in Mhm. Potsdam. Natürlich waren die Hochburgen Sachsen, also besonders Dresden und Leipzig, aber auch im Rest der DDR, im Rest der Republik sind die Menschen auf die Straßen gegangen, haben friedlich demonstriert und ja, wie gesagt, haben ihren Unmut geäußert, dass es so nicht weitergehen kann, dass man nicht so, dass man Menschen nicht in ihrer Meinung so oder Meinungsfreiheit so einschränken darf und das verschärfte sich immer mehr. Mhm. Also das war so eher im Vorfeld und dann am 9. Spielte sich November. dann hoch. Am 9. November war ich zu Hause und habe im Radio dann gehört, dass es zu diesen Pressekonferenzen mit Herrn Schabowski gekommen ist und er dann so versehentlich gesagt hat oder geantwortet hat, als er gefragt wurde, wie ist denn das jetzt mit der Grenzöffnung? Wann soll die Mhm. stattfinden und wie soll das jetzt passieren? Und da hat er gesagt, hat er irgendwo nachgeguckt in seinen Unterlagen und gesagt, meines Wissens ab sofort. Mhm. Ja, und dann ging's los. Dann sind ganz, ganz viele Menschen an die ähm, Grenzübergänge gegangen. Also bei uns war das ja dann die Kliniker Brücke Ja. hauptsächlich und wollten das tatsächlich ausprobieren. Viele hatten Zweifel, ob das dass das auch beständig ist. Viele haben sich nicht getraut, schnell an die Grenze zu gehen oder über die Grenze zu gehen, weil sie Angst hatten, wenn die Grenze dann wieder zugemacht wird, was passiert dann? Es war eine sehr, sehr unsichere Zeit, eine sehr aufregende, aufwühlende Zeit und aber auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Vor allen Dingen für uns junge Menschen. Ältere haben das sicherlich mit doch noch mehr Ängsten erlebt, aber wir haben das als sehr, sehr aufregende Zeit erlebt. Hattest du das Bedürfnis, dann irgendwie direkt so zur Grenze zu gehen, wenn du mich als Baby nicht gehabt hättest? Wenn ich dich als Baby nicht gehabt hätte, wäre ich bestimmt hingefahren, Ja. genau. Aber für mein Augenmerk lag damals tatsächlich auf unserer jungen Familie und auf persönlichen Dingen. Aber man hat das natürlich aufmerksam verfolgt und wollte es einfach eigentlich nicht glauben am Anfang. Vorletzte Frage, ganz allgemein. Was war aus deiner Sicht positiv in der DDR? Ganz viele Dinge eigentlich. Zum einen waren die Menschen gefühlt näher beieinander. Mhm. Also wir haben uns gegenseitig geholfen, wir waren füreinander da, wir hatten alle gleich wenig. Wir haben viele Feiern gemacht, viele gemütliches Beisammensein, ob das in der Hausgemeinschaft war, ob das im Garten war, ob das die jungen Leute waren viel unterwegs, waren in Jugendclubs aktiv, sind zur Disco gegangen, haben die jungen Muttis haben sich getroffen, gemeinsam mit ihren Kinderwagen und sind gemeinsam spazieren gegangen. Damals fand sehr viel, zumindest im Sommer, Frühling, draußen statt. Mhm. Wir haben uns Lagerfeuer gemacht, wir haben gemeinsam, einer hat Klampfe gespielt, wir haben gesungen, es war alles sehr, ja, wie soll ich sagen, wir waren dichter beieinander irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Wir haben uns, wie gesagt, untereinander geholfen. Wir haben damals gab es ja so Mangel an gewissen Dingen in der DDR, gerade so Babysachen, schöne Babysachen oder die haben uns gegenseitig geschenkt, die haben uns gegenseitig weitergegeben. Also mehr sozialer Zusammenhalt. Total, Du genau. hattest mal auch erwähnt, soziale Gleichheit, dass das auch irgendwie im Punkt war für Richtig. dich. Also Also so hast du sie empfunden auf so jeden habe ich es Fall. Ob das wirklich empfunden. faktisch so war, das ist eine andere Das Geschichte. stimmt, genau. Ich habe das so empfunden, dass wir dürfen alle nicht nach Italien reisen sozusagen oder Mhm. fast alle nicht. Und wir hatten alle nicht, sind alle, wenn wir ein Trabi hatten, waren wir schon froh. Und das Materielle war gefühlt für uns nicht so wichtig, sondern halt die Tage gut miteinander zu verbringen und Zeit miteinander zu verbringen und uns auch gegenseitig unsere Sorgen und Nöte zu erzählen, sicherlich. Aber diese materielle Vielfalt war ja nicht da und Ja. deswegen hat man halt sich lustige Dinge einfallen lassen. Wir haben gegrillt, wir haben halt solche Dinge gemacht. Genau. Und rückblickend, was würdest du sagen, war eher problematisch oder falsch in deinen Augen? Falsch ist aber in jeder Politik und in jeder Religion, wenn man Wasser predigt und Wein säuft. Das heißt, dass Politiker die kommunistischen Ideale gepredigt haben und selbst aber anders gelebt haben. Das haben wir dann später eben
oder ich habe es erst später gesehen und erfahren und auch mitbekommen. Also Menschen, die politische Macht hatten, sie ausgenutzt haben, sich bereichert haben, wie gesagt, gegen ihre eigentlichen Ideale verhalten haben. Das war nicht in Ordnung und dass sie halt versucht haben, die Menschen einzusperren. Meinungsfreiheit war schwierig. Ja. Und dass sich leider gefühlt die Staatssicherheit immer präsenter wurde, immer mehr Menschen sich haben auch von der Staatssicherheit einverleiben lassen, um Vorteile zu haben und im System mitgespielt haben. Und meine letzte Frage, wenn du mit dem Wissen von heute nochmal in der DDR leben könntest, würdest du nochmal so leben wollen oder irgendwie was anderes machen? Meine Kindheit und frühe Jugend in der DDR war eigentlich wunderschön. Mhm. Das hing mit vielen glücklichen Faktoren zusammen, dass ich einfach sehr, sehr liebevoll aufgezogen worden bin, das große Glück hatte. Ich glaube, das ist nicht unbedingt systemabhängig, Ja. dass ich das große Glück hatte, Lehrer zu haben, die in ihren Fächern ihre Ideale gesehen haben. Also von der 1. bis zur 3. Klasse hatte man ja nur eine Klassenlehrerin, die alles unterrichtet hat, ne? Deutsch, Mathe, Sport sozusagen. Die waren also mit Leib und Seele Lehrer und haben das Politische nicht in den Vorrang genommen, sondern ihre Aufgabe, uns Dinge beizubringen, die wir im Leben vielleicht mal gebrauchen könnten. Also vernünftige deutsche Rechtschreibung, Grammatik, Mathematik, wie gesagt, und viel, viel sportliche Bewegung. Also wie gesagt, wir waren im Sportunterricht in den Wäldern und Crosslauf und alles Mögliche. Und dann auch später in Potsdam hatte ich das große Glück, Lehrer zu haben, die eben nicht die politische Beeinflussung der Schüler im Vordergrund sahen, sondern ihre Aufgabe als ihre Fachlehrer. Mhm. Und das sehe ich im Nachhinein als sehr angenehm an und froh und glücklich, dass das alles so gelaufen ist. Die Zeit des Kalten Krieges war, glaube ich, schwierig in beiden deutschen Staaten. Ja, ich ich denke oft und gerne an meine Zeit, an meine Kindheit und an meine frühe Jugend. Bin aber auch super, super glücklich und immer noch emotional sehr betroffen, dass ich die Einheit Deutschlands erleben durfte. Das ist was ganz, ganz Tolles. Ja. Und dafür mussten viele Menschen schwere Repressalien erleben und bis zum Tod im Gefängnis und um das erreichen zu können. Und bin darüber sehr, sehr froh. Das ist was unwahrscheinlich. Das war eine sehr, sehr emotionale Zeit, eigentlich bis heute, für mich zumindest sehr emotional, die Einheit Deutschlands. Und ja. Also es ist viel, viel Positives, einiges Negatives durchwachsen, aber dennoch hattest du gerade eine sehr, sehr schöne Kindheit und Ja. bist unglaublich froh darüber. Und ich bin froh darüber, dass wir jetzt ein einheitliches Deutschland haben und dass wir das geschafft haben, trotz dieses furchtbaren Kalten Krieges, das alles zu überwinden. Und dass das Volk das auch vor allen Dingen hingekriegt hat, dass es friedlich gelaufen ist. Das ist auch sicherlich Einsatzkräften zu verdanken, die gesagt haben, nee, also ich fahre doch hier keine Waffen auf und schieße auf meine Brüder oder Mhm. Familienangehörige. Und wir hatten damals auch sehr große Angst natürlich, dass die russischen Panzer auffahren oder sonst irgendwas. Und zum Glück ist da, zumindest was ich erlebt habe, wenig passiert. Also ja. Ja, Dankeschön. Wir haben mehrere Themen ein bisschen angeschnitten, da kann man sicherlich noch viel in die Tiefe gehen. Erstmal vielen Dank, dass du das Interview mit mir gemacht hast. Du Sehr bist die gerne. allererste für diese Interviewreihe. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns es gerne in den Kommentaren wissen. Lasst ein Like da und abonniert gerne und lasst uns wissen, ob wir vielleicht nochmal einen zweiten Teil machen sollen, in dem wir vielleicht welche Sachen nochmal ein bisschen detaillierter eingehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Herr Müller.